Willkommen, liebe Reisegefährten und Flugbegeisterte. Haben Sie schon einmal beim Landeanflug aus dem Flugzeugfenster geschaut und sich gefragt, wie diese massive Maschine so schnell zum Stehen kommt? Es ist ein faszinierender Prozess, ein Zusammenspiel von technischen Meisterleistungen, die einen sicheren und reibungslosen Übergang vom Himmel auf die Landebahn gewährleisten. Begleiten Sie mich, während wir die Geheimnisse der Kunst des Flugzeugbremsens lüften. Vom Moment an, in dem die Räder den Asphalt berühren, bis zum endgültigen Halt am Gate, entfaltet sich eine Reihe sorgfältig abgestimmter Manöver. Dieser komplizierte Tanz aus Physik und Ingenieurskunst sorgt dafür, dass hunderte Tonnen Metall mit Hunderten von Passagieren sicher von hohen Geschwindigkeiten zum Stillstand abgebremst werden können. Stellen Sie sich vor, das Flugzeug ist gerade aufgesetzt, der erste Aufprall hallt durch die Kabine. In diesem Moment bewegt sich das Flugzeug noch mit einer beträchtlichen Geschwindigkeit, typischerweise etwa 250 bis 280 Stundenkilometern. Die erste Aufgabe des Piloten besteht darin, diese Geschwindigkeit so schnell und sicher wie möglich zu reduzieren. Der anfängliche Bremsvorgang beinhaltet eine Kombination aus aerodynamischem Widerstand, Manipulation der Triebwerksleistung und dem Einsatz spezieller Klappen an den Flügeln, sogenannten Spoilern oder Störklappen. Diese Spoiler stören den gleichmäßigen Luftstrom über die Flügel, erhöhen den Widerstand und helfen, das Flugzeug zu verlangsamen. Gleichzeitig aktiviert der Pilot den Gegenschub, ein kraftvolles Manöver, das wir gleich im Detail untersuchen werden. Die Schubumkehr ist eine beeindruckende Ingenieursleistung, die eine wesentliche Rolle beim Abbremsen eines Flugzeugs nach der Landung spielt. Stellen Sie sich vor, Sie könnten plötzlich die Richtung Ihres Autoauspuffs ändern und ihn zum Bremsen nutzen. Genau das macht die Schubumkehr. Bei einem Strahltriebwerk wird die Schubumkehr aktiviert, indem der Abgasstrom nach vorne umgelenkt wird. Dies geschieht durch spezielle Leitbleche in den Triebwerksgondeln, die die Richtung der heißen Abgase, die das Triebwerk verlassen, verändern. Anstatt das Flugzeug vorwärts zu treiben, indem die Abgase normal nach hinten ausströmen, werden diese Abgase nach vorne abgelenkt und erzeugen dadurch einen starken Gegenschub, der das Flugzeug abbremst. Während die Schubumkehr bei höheren Geschwindigkeiten unglaublich effektiv ist, verliert diese an Wirksamkeit, wenn das Flugzeug langsamer wird. Hier kommen die traditionellen Radbremsen, ähnlich denen in Ihrem Auto, ins Spiel. Wenn die Geschwindigkeit des Flugzeugs auf etwa 160 bis 200 Stundenkilometer sinkt, reduziert der Pilot allmählich die Schubumkehr und beginnt, die Radbremsen zu betätigen. Diese Bremsen sind keine gewöhnlichen Autobremsen. Es handelt sich um Hochleistungs-Mehrscheibenbremsen, die der enormen Hitze und dem Druck standhalten, die beim Stoppen eines massiven Flugzeugs entstehen. Jedes Rad am Fahrwerk ist mit mehreren Bremsscheiben ausgestattet, ähnlich wie bei Hochleistungssportwagen. Präzisionsbremsen, wie ein Auto, nur besser. Genau wie moderne Autos verwenden Flugzeuge fortschrittliche Bremssysteme, um optimale Bremskraft und Kontrolle zu gewährleisten. Ein solches System ist das Anti-Blockiersystem oder ABS, das verhindert, dass die Räder beim starken Bremsen blockieren. Dies ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Richtungsstabilität und die Vermeidung von Schleudern, insbesondere auf nassen oder eisigen Landebahnen. Zusätzlich zum ABS sind Flugzeugbremsen mit ausgeklügelten Temperaturüberwachungssystemen ausgestattet. Diese Systeme überwachen ständig die Bremstemperaturen
und passen die auf jedes Rad wirkende Bremskraft an, um eine Überhitzung zu verhindern. Dadurch wird sichergestellt, dass die Bremsen während des gesamten Landevorgangs wirksam bleiben. Planung für Sicherheit: Bevor die Räder aufsetzen, lange bevor sich das Flugzeug der Landebahn nähert, planen die Piloten den Lande- und Bremsvorgang sorgfältig. Faktoren wie das Gewicht des Flugzeugs, die Länge und der Zustand der Landebahn, Windgeschwindigkeit und Richtung sowie das Vorhandensein von Niederschlägen werden berücksichtigt. Diese Informationen werden in die Bordcomputer des Flugzeugs eingespeist, die den Piloten bei der Bestimmung der optimalen Anfluggeschwindigkeit, der Bremspunkte und der Schubumkehrereinstellungen unterstützen. Diese sorgfältige Planung stellt sicher, dass das Flugzeug auch unter schwierigen Bedingungen innerhalb der verfügbaren Landebahnstrecke sicher zum Stehen gebracht werden kann. Haben Sie schon einmal bemerkt, dass das Bremsen in einem Flugzeug überraschend abrupt wirken kann, besonders im Vergleich zu der sanften Verzögerung, die Sie in einem Auto erleben? Dafür gibt es eine einfache Erklärung. Es geht um Wahrnehmung und die wirkenden Kräfte. Wenn Sie in einem Auto sitzen, hat Ihr Körper engeren Kontakt mit dem Fahrzeug und Sie erleben den allmählichen Aufbau der Bremskraft direkter. In einem Flugzeug sitzen Sie höher und die Bremskräfte verteilen sich anders auf die größere Struktur des Flugzeugs. Dies kann dazu führen, dass sich die Verzögerung plötzlicher anfühlt, obwohl der Bremsvorgang sorgfältig kontrolliert wird. Wenn Sie das nächste Mal an Bord eines Flugzeugs sind, das seinen Landeanflug macht, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um das Wunderwerk der Technik zu würdigen, das das Bremsen eines Flugzeugs darstellt. Vom kraftvollen Dröhnen der Schubumkehr bis zur präzisen Steuerung fortschrittlicher Bremssysteme arbeiten diese Technologien harmonisch zusammen, um ein sicheres und effizientes Stoppen zu gewährleisten, immer und immer wieder. Es ist ein Beweis für den menschlichen Einfallsreichtum und unser unermüdliches Streben nach sichereren und effizienteren Wegen, den Himmel zu erobern. Der scheinbar einfache Vorgang, ein massives Flugzeug zum Stillstand zu bringen, ist in Wirklichkeit ein komplexes Zusammenspiel von Physik, Ingenieurskunst und menschlichem Können. Mit dem Fortschritt der Technologie können wir in Zukunft mit noch innovativeren Bremssystemen rechnen. Forscher untersuchen verschiedene Konzepte, wie z.B. regenerative Bremssysteme, die beim Bremsen erzeugte Energie auffangen und in Elektrizität umwandeln, wodurch die Effizienz weiter gesteigert und die Umweltbelastung reduziert wird. Darüber hinaus führt der Fortschritt in der Materialwissenschaft zur Entwicklung leichterer und haltbarerer Bremsmaterialien, die noch höheren Temperaturen standhalten können. Diese Innovationen werden nicht nur die Bremsleistung verbessern, sondern auch zur Kraftstoffeffizienz beitragen und die Wartungskosten senken. Ich glaube nicht, dass die Leute die unglaubliche Komplexität hinter Flugzeugbremssystemen verstehen. Wie wir gesehen haben, ist die Welt des Flugzeugbremsens eine faszinierende Mischung aus Wissenschaft, Ingenieurskunst und menschlichem Einfallsreichtum. Vom kraftvollen Dröhnen der Schubumkehr bis zur präzisen Steuerung fortschrittlicher Bremssysteme spielt jedes Element eine wichtige Rolle, um die sichere und effiziente Verzögerung dieser großartigen Flugmaschinen zu gewährleisten. Wenn Sie
also, das nächste Mal aus einem Flugzeug aussteigen, denken Sie einen Moment über die bemerkenswerte Reise nach, die Sie gerade erlebt haben. Eine Reise, die durch das oft übersehene Wunderwerk des Flugzeugbremsens ermöglicht wurde. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig und erforschen Sie die Wunder der modernen Avionik, ob groß oder klein.